Moin Leute, heute gibt es ein kleines Video zur Bahnkorrektur. Ich habe ein bisschen was in Fusion vorbereitet, also ein kleines Klötzchen hier, und gehen wir mal in das Setup rein. Im Setup seht ihr, dass das Bauteil 30×30 x 10 mm groß ist. Ich habe jetzt in X und Y 2 mm draufgegeben, damit wir ein bisschen was abfräsen können. Im nächsten Schritt habe ich jetzt eine Kontur angelegt, Konturfräsen. Wir können mal reingehen. Also bei der Geometrie habe ich einfach hier unten die untere Kante ausgewählt. Bei den Höhen habe ich auch alles gelassen, wie es war. Interessant wird es jetzt bei den Durchgängen. Und hier bei dem Kompensationstyp hat man eigentlich normalerweise das auf Computer stehen. Wenn man aber jetzt mit Bahnkorrektur arbeiten will, dann muss man es an die Steuerung schicken. Voraussetzung ist natürlich, dass die Steuerung das kann. Also hier sieht man auch, wenn man über die 3 Punkte geht, was die einzelnen Optionen machen. Und wenn ich jetzt an Steuerung auswähle, dann wird auf jeden Fall ein G41, G42 Code generiert, je nachdem, also was man gerade hat, linksrum oder rechtsrum, außen oder innen. Und diese Bahnkorrektur muss natürlich die Steuerung können, damit diese auch verarbeiten kann. Dann ist noch eine zweite Sache, die Kompensationsradiuszugabe. Da muss man ein bisschen drauf achten, ich kann es gleich mal zeigen. Je nachdem, was für einen Fräser man ausgewählt hat, muss man hier schauen, wie viel Millimeter er zugibt. Ich habe jetzt bei mir in dem Beispiel einen 8 mm Fräser genommen. Es wäre ja aber rein theoretisch auch möglich, dass ich diese Kontur später mit einem größeren, mit einem 10er, 12er, 16er Fräser fräsen möchte. Dann müsste ich halt eben hier ein bisschen aufpassen. Also im Moment ist es für 8 mm plus 3, also bis 11 mm würde es funktionieren. Das hat was mit dem Anfahrweg zu tun. Was sind eigentlich die beiden Punkte, die man jetzt beachten muss, wenn man von Fusion eine Bahnkorrektur erzeugt haben will? Ich lasse es mal bei 3 mm stehen und zeige es näher nochmal für einen größeren Wert. Das hier ist im Prinzip das Entscheidende jetzt. Wenn ich jetzt 8 mm plus 3 mm nehme, dann muss der Fräser natürlich hier irgendwie vor das Werkstück passen. Und wenn ich an der Stelle einen größeren Fräser nehme, 20 mm oder so, würde er bei dieser Position ja irgendwie hier ins Werkstück reinrammen und deswegen müsste das dann größer werden, der Abstand zum Werkstück. Ich kann es mal kurz zeigen. Also wenn ich diesen Wert hier mal ein bisschen hochschraube, also es wäre 8 plus 20, 28 mm, schon recht groß. Und jetzt sieht man, dass hier diese Einfahrt einfach verlängert wird. Ja, ich mache das mal gerade wieder rückgängig und lasse es bei mir mal auf 3 mm. So, im nächsten Schritt kann man sich das Ganze mal in der Simulation anschauen. Er fährt einmal außen rum, so wie gehabt. Da ist jetzt eigentlich nichts Besonderes dran, aber wenn man sich jetzt den G-Code erzeugen lässt, dann steht da nämlich auf einmal G41 drin, also Bahnkorrektur. Ich habe den schon erzeugt, deswegen möchte ich ihn jetzt gar nicht überschreiben, sondern ich zeige euch das jetzt gleich in SimCNC. So, SimCNC habe ich den CNC-Code schon geladen. Man sieht hier irgendwo, hier kommt jetzt die Bahnkorrektur rein. Bei der Bahnkorrektur wird ja die Kontur des Werkstücks, so wie sie ist, programmiert. Und über die Werkzeugtabelle und den Radius von dem Werkzeug wird dann die eigentliche Bahn ermittelt. Also hier bei mir steht jetzt bei dem Werkzeug 8 mm Durchmesser drin und wenn ihr euch jetzt anschaut, werdet ihr sehen, dass der Fräser hier außen rum fährt. Also was wir sehen, ist die programmierte Kontur, also dieser 30×30er Klotz mit dem Radius hier oben von 10. Das ist das, was man hier sieht. Und die Bahn, die der Fräser fährt, ist in dem Fall im Abstand von 4 mm hier außen rum. Lassen wir es mal laufen. Fährt erstmal ins Head runter und jetzt fährt er außen einmal rum mit diesem Abstand. Ja, was ist jetzt das Besondere bei der Bahnkorrektur? Also ihr könnt im Prinzip jetzt in der Werkzeugtabelle reingehen und bei eurem Werkzeug hier einen Wert eintragen, der vielleicht ein bisschen größer ist als das Werkzeug. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel 8,2, das wird man in der Simulation nicht sehen, den Unterschied. Man sieht es da oben, wenn ich es jetzt laufen lasse,
denkt ihr halt eben, ihr hättet 8,2 mm Fräser drin und lässt ein bisschen mehr Abstand zum Werkstück. Also bleibt ein bisschen Aufmaß. Jetzt können wir das Werkzeug messen und könnt halt eben genau nachschauen, wie viel ist noch drauf. Und dementsprechend müsste man jetzt in seinem Programm nichts mehr ändern, sondern muss nur noch in die Werkzeugtabelle reingehen und ändert an dieser Stelle das Maß. Was weiß ich, zum Beispiel auf 7,9, je nachdem was man gemessen hat, würde das Ganze hier hinterlegen, lässt das Programm nochmal laufen. Jetzt wird mit diesem Durchmesser gerechnet. Das heißt, der Abstand ist ein bisschen kleiner und es würde im Prinzip jetzt das entsprechende Maß erreicht. Ja, und das ist der große Vorteil dabei. Man muss nichts mehr im G-Code ändern, man ändert nur in der Werkzeugtabelle ein bisschen was und hat damit die Möglichkeit, ein Werkstück zu produzieren mit einer guten Maßhaltigkeit. Wenn man den Durchmesser in der Werkzeugtabelle auf 0 setzt, dann würde die Maschine natürlich genau hier auf der Kontur fahren. Das können wir uns auch nochmal anschauen. Also Werkzeugdurchmesser ist 0. Macht jetzt wenig Sinn, aber man sieht halt eben, dass dann genau die Kontur abgefahren wird. Und eine zweite Sache wäre, wenn der Fräser zu groß wäre, also hier zum Beispiel ein 30 mm Fräser, dann würden wir jetzt hier in das Werkstück reinfahren, weil einfach dieser Anfahrweg zu knapp bemessen ist. Man müsste mehr Abstand da generieren. Ja, hier würde jetzt voll durchs Werkstück fahren und das wäre natürlich ein Crash. So, das war's von mir zur Bahnkorrektur. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es ein bisschen was gebracht und bedanke mich bei euch für euer Zuschauen. Ciao!